formal eine Demokratie, in der Verfassungswirklichkeit ein autoritärer Staat. Es ist wie ein Theaterstück. Die Kulisse ist demokratisch. Aber die Schauspieler sind keine Demokraten. Es ist eine Ein-Mann-Demokratie, Führerdemokratie. Ungarn ist eine ausgehöhlte Demokratie. It's a boring parliamentarian democracy. Noch ist es keine Diktatur. Aber es geht Schritt für Schritt in diese Richtung. Mit Diktatur verstehe ich der Gegenteil der Demokratie. Jamais une démocratie n'est morte parce qu'il y avait trop de liberté. Keiner konnte sich vorstellen, dass jemand einen Rückschritt wagen würde. Das war einfach nicht in den Köpfen drin. The dictator is coming. Dictator? Er hat ihn immer so begrüßt, seit vielen, vielen Jahren. Er sagt offen das, was alle denken. Der Begriff Diktator macht uns nichts aus. Damit können wir leben. Und solange das so ist, macht er, was er will. Und er weiß das. Es ist eine Bankrotterklärung, wenn also die Spitze der EU nichts machen kann gegen einen Diktator in den eigenen Reihen. Wofür ist die EU dann da? Im Sommer 2020 kommen die Regierungschefs der EU zu einem Sondergipfel nach Brüssel. Sie wollen den Corona-Aufbaufonds verabschieden. Die Zeit drängt, vor allem für die Staaten des Südens. Gleichzeitig soll das Budget der EU für die kommenden 7 Jahre festgelegt werden. Es geht um mehr als 1 Billion Euro. Eine Mammutaufgabe. Wenige Tage zuvor hat Deutschland die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Für die deutsche Kanzlerin geht es hier auch um ihr Vermächtnis. Wird sie auf diesem Gipfel für Europa als einen Raum des Rechts kämpfen, so wie sie es angekündigt hatte? Deutschland und viele andere Länder drängen darauf, dass die Auszahlung von Geldern künftig mit einem Rechtsstaatsmechanismus verbunden wird. Es geht um die Einhaltung demokratischer Standards. Die Grundwerte der EU. Die Debatte war reif dafür, die Verbindung von Geld und Werten. Das kann doch nicht sein, dass jemand einfach Geld nimmt und gleichzeitig unsere Wertefundament zerstört. Das ist nicht möglich, da müssen wir eine Verbindung herstellen. Also Geld soll nur der bekommen, der sich auch an die Regeln hält. Europäische Solidarität ja, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Die neue Klausel zielt vor allem auf Staaten wie Ungarn. Aber Premierminister Viktor Orbán will diesen Rechtsstaatsmechanismus unbedingt verhindern. Er blockiert die Verhandlungen von Anfang an. Orbán hat gesagt, naja, er möchte jetzt Geld überweisen nach Italien, eine ganze Menge. Das könnt ihr gerne machen. Aber ich stimme nur zu, wenn dieser Rechtsstaatsmechanismus abgeschwächt wird. Ich meine, wenn man sich mal die soziale und wirtschaftliche Lage in Spanien oder in Italien oder in Griechenland oder in anderen Ländern anschaut oder auch in Frankreich, dann weiß man, wie dringend die das Geld brauchen. Und da hat mich mein italienischer Kollege sehr beeindruckt. Der sagt dann, wir können nicht Geld und unsere Werte gegeneinander ausspielen. Aber genau das passiert. Denn mit seinem Nein forciert Orbán, dass Werte überhaupt in Frage gestellt werden.
Plötzlich heißt es Rechtsstaat oder Corona-Hilfen. They would like to reach something which is not good quality enough in our understanding. So if there is a break, it's because of them, not because of them. Orbán hat alle in der Hand. Er weiß es. Da kann man jetzt sagen, nee, unverhandelbar, unverhandelbar, unverhandelbar. Dann wird es halt keine Pandemiehilfen geben. Dann haben wir noch mehr Tote in Italien. Es ist eine Erpressung von Beginn an. Denn Orbán kann leicht alle anderen in Schach halten. Er nutzt geschickt einen Konstruktionsfehler der EU. Es gibt Entscheidungen, die unumgänglich die Einstimmigkeit erfordern, Ungarn eingeschlossen. Die Einigung musste also notgedrungen auch für Ungarn akzeptabel sein. Ansonsten würde es keine geben. Deutschland musste ja jetzt auch diese neue Rolle übernehmen. Und da war unser Hauptjob schon der, irgendwie den Laden zusammenzuhalten. Und die Kanzlerin wird als prima inter pares wahrgenommen. Und von ihr wird auch erwartet, dass sie dazu beiträgt, dass irgendwie der Sack zugemacht wird und diese Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können. Von dem Augenblick an, als Merkel als Ratsvorsitzende der EU zu verstehen gab, dass dieses Thema ihrer Meinung nach nicht mehr ganz oben stand, war sofort klar, dass Deutschland seine bisherigen Forderungen aufgegeben hatte. Plötzlich war das Erfordernis, überhaupt zu einer Einigung zu kommen, viel wichtiger. Die Bundeskanzlerin muss sich beugen und Zugeständnisse machen. Denn Orbán hält seine Linie bis zum Schluss. Er erreicht, dass die Forderungen zur Rechtsstaatlichkeit stark verwässert werden. Ein Kompromiss, der alle verwirrt. Dann kam ja am Ende diese krude Formulierung raus, die bei vielen Rätsel erzeugt hat. Am Ende brauchte man eine gesichtswahrende Lösung. Aber sie führte eben dann auch zu Missinterpretationen. Der Kompromiss vom Juli ist in Sachen Rechtsstaat butterweich. Das ist nicht zu fassen. Macron sagt was anderes wie Rutte, Rutte sagt was anderes wie Orbán. Jeder kann sich seins rausinterpretieren. Any attempt which tried to make a connection between rule and law and budget was hacked, was successfully rejected. And we not just managed to get a good package of money, but we defended the pride of our nation. Dass er sich da so darstellen konnte, ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Er hat sich da durchgesetzt. Man kann das in den Schlussfolgerungen des Gipfels sieht man seine Feder. Und dass er das hinbekommt, im Grunde die ganzen 26 anderen nach seiner Pfeife tanzen zu lassen, ist man könnte sagen beeindruckend, aber es macht einem einfach Angst. Aber hat Orbán sich wirklich durchgesetzt? Oder feiert er sich nur als Sieger? Der Text ist bewusst nicht eindeutig. Aber er lässt Raum für einen Rechtsstaatsmechanismus. So wie ihn die deutsche Kanzlerin von Beginn an wollte. Diesen Rechtsstaatsmechanismus hat es vorher nicht gegeben. Also es ist das erste Mal, dass eine Verbindung zwischen Geld und Werten hergestellt wird. Das kann man nicht mehr aus der Welt schaffen. Die Frage ist, wie scharf dieses Schwert dann geschliffen wird. Das ist noch ziemlich stumpf. Da kann Orbán sagen, ich habe gewonnen. Aber es ist da. Wenige Monate später, im Europäischen Parlament. Der Europaminister Michael Roth leitet die Verhandlungen für die deutsche Ratspräsidentschaft. Jetzt muss er mit den Abgeordneten des Parlaments die Details des beinahe verhinderten Rechtsstaatsmechanismus ausarbeiten. Es sind zähe Verhandlungen. Wir sind als Ratspräsidentschaft verpflichtet, einen Kompromiss zu finden. Und da ist es, glaube ich, gut, dass alle Institutionen, der Rat und das Parlament mit großer Ernsthaftigkeit rangehen. Das ist jetzt ein Fenster der Gelegenheit und das darf sich nicht schließen. Es geht um einen Mechanismus, der den Rechtsstaat in ganz Europa schützen soll. Wie scharf wird dieses Schwert am Ende sein? Die Zeit drängt. Der Druck von Orbáns Nein reicht bis in diesen Raum. Der deutsche Europaminister spürt ihn und gibt ihn weiter. Wer nicht zustimmt, blockiere die Corona-Hilfen. Ich empfinde es als regelrecht brutal, dass dann zum Beispiel spanische Abgeordnete, italienische Abgeordnete damit unter Druck gesetzt werden können. Wenn ihr dem jetzt nicht zustimmt,
dann werden wir in unserem Land, die Menschen, für die ihr verantwortlich seid, werden keine Wiederaufbauhilfen bekommen. Das ist auch ein gewolltes Dilemma. Es ist ein gewolltes Dilemma, dass das Parlament in diesen Zeitdruck gerät. Das will vor allen Dingen Orban. Das will Kaczynski. Das wollen viele, die keinen wirksamen Rechtsstaatsmechanismus einführen wollen. Die wollen natürlich, dass sowohl die Medien als auch die Öffentlichkeit Druck auf uns ausübt nach dem Motto, ihr seid die Spielverderber, ihr seid schuld daran, dass das Geld nicht fließt. Und diesem Druck dürfen wir uns nicht beugen. Die EU streitet schon länger mit dem ungarischen Premierminister. Seit 2010 ist Orbán mit seiner Fidesz-Partei an der Macht. Schon damals gab es Konflikte mit dem Europäischen Parlament. In den vielen Begegnungen, die ich mit ihm hatte, spürte ich nur eins. Es vibriert im Raum sein Machtwille. Und als er dann die Chance hatte, das Land in einen Fidesz-Staat zu verwandeln, hat er diese Chance ohne zu zögern genutzt. Der Machtwechsel folgt einer klaren Strategie. Er hatte geplant für 15, 20 Jahre. Er hat das alles gesagt. 2009 schon. Wir brauchen nur einmal gewinnen, dann aber richtig. Und da hat er beschlossen, diese Macht nie wieder aus seiner Hand zu geben. Es ist eine geplante Revolution. Orbán will das politische System in Ungarn umwälzen. Von Grund auf. Im Parlament untergräbt er das Fundament des Staates, die Verfassung. Mit seiner Zweidrittelmehrheit ist Orbán unangreifbar. Die Verfassung wird in seinem Sinn geändert. Ohne Ankündigung. Es zählt allein die Macht des Stärkeren. In der Wahlkampagne hat er kein Wort darüber gesagt, dass er eine neue Verfassung haben will. 2011 hat er eine neue Verfassung ohne Referendum und Diskussion gemacht. Das alles wurde blitzschnell aufgebaut und sofort natürlich Konflikte mit der Europäischen Union provoziert. Die Europäische Kommission ist alarmiert, aber die Justizkommissarin trotzdem hilflos. Auf einmal kamen nationale Experten, Vertreter, Minister, Abgeordnete aus dem Europaparlament zur Kommission, um mit uns über die neue ungarische Verfassung sprechen zu wollen. Das ist etwas unüblich. Und je mehr wir uns damit beschäftigten und je mehr wir uns die Vorschriften ansahen, im Entwurfsstadium, umso mehr entdecken wir, dass es eben nicht nur um eine einfache Verfassungsreform ging, sondern dass in dieser Verfassungsnovelle einige ganz fundamentale Probleme drinstecken. Und deshalb ist frühzeitig seitens der Europäischen Kommission, vor allem seitens der Vizepräsidentin Viviane Reding, die ja gerade neue Justizkommissarin war, darauf hingewiesen worden, dass nicht all das, was da in den ersten Entwurfstexten drin stand, aus Sicht der Europäischen Union akzeptabel ist. Die Europäische Kommission ist die Hüterin der Verträge. Wenn es Konflikte mit den Mitgliedstaaten gibt, müssen sie hier gelöst werden. Die Verfassung konnte ja geändert werden, weil die verfassungsmäßige Mehrheit zustande kam. Nur der Inhalt, der war schon für eine europäische Demokratie ein regelrechter Schritt nach hinten und sehr erstaunlich. Orbán strebt nach der ganzen Macht. Dafür muss er die Justiz kontrollieren und unliebsame Richter entfernen. Doch Orbán will die demokratische Fassade wahren. Er senkt einfach das Pensionsalter ab und schickt so Hunderte in den Ruhestand. Wenn man Jurist ist, merkt man, hier geht es nicht einfach um die effizientere Gestaltung des Pensionswesens, sondern offenbar möchte man durch diese drastische, schnelle
plötzliche Herabsetzung des Pensionsalters Richter, die derzeit im Amt sind, aus dem Amt entfernen und eine neue Generation von Richtern in kürzester Zeit ins Amt bringen. Es gibt kein Kapitel, wie Gerichte in der Europäischen Union ausgestaltet sein sollen, wie lange ein Richter im Amt ist. Solche Regelungen hat sich die Europäische Union bislang nicht gegeben. Man kann alle Verträge, alle Rechtsakte der Europäischen Union durchlesen. Es gibt dort keine Handhabe, um dagegen vorzugehen. Orbán kann die EU untergraben, ohne die Regeln zu verletzen. Der damalige Kommissionspräsident macht gute Miene zum bösen Spiel. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Erstfindige EU-Juristen wenden einen Trick an, um Orbáns Justizumbau zu bremsen. Da die Europäische Union nicht durchregieren kann, da wir dazu keine Instrumente haben, müssen wir uns auf das konzentrieren, wo wir Befugnisse haben. Und so konnte die Europäische Union damals nur den Grundsatz der Altersdiskriminierung gegen diesen offensichtlichen Angriff auf den Rechtsstaat anbringen. Ein wichtiger Politiker in der Kommission hat damals gesagt, das ist so ein bisschen wie wenn man Al Capone wegen Bilanzfälschung und Steuerhinterziehung am Ende bekommen hat. Orbán, der Neuling, tritt 2010 selbstbewusst in Brüssel auf. Er kann es sich leisten. Demokratie muss Tag für Tag geschützt werden. Wenn aber die Feinde der Demokratie von höchster Warte aus systematisch Strukturen schaffen, um die Rechtsstaatlichkeit auszuhebeln, für das haben wir keine Möglichkeiten. Wir sind im Haus der Europäischen Union. Sie haben ja 27 Zimmer. Ne? Dann gehen Sie in ein Zimmer und merken plötzlich, da wohnt der Schrecken. Ne? Der war aber vor 10 Jahren nicht so. Man hat da Häuser, Wohnungen dazu gebaut, Zimmer dazu gebaut und alle waren fröhlich und alle waren demokratisch und rechtsstaatlich. Und plötzlich merkt man hat sozusagen den Schreck im Haus. So, was machen wir jetzt? Im Europäischen Parlament kommt es immer wieder zu Wortgefechten mit dem ungarischen Premier. Orbán weicht nie aus und stellt sich den Debatten. Als er 2011 die Medien unter seine Kontrolle bringen will, schlägt das Parlament Alarm. Et je vais vous dire une chose très simple, Monsieur Orbán. L'information équilibrée n'existe pas. Est-ce que vous croyez que Monsieur Nixon trouvait l'information du Watergate équilibrée? Évidemment non. Et que vous croyez que M. Bush trouvait l'information sur Abu Ghraib équilibrée? Bien sûr que non. L'information doit déranger la politique. Et il nous dérange et ça fait mal des fois. Est-ce que vous comprenez que nous, l'Europe est née contre les totalitarismes et que la base de la démocratie, la base de la liberté, c'est justement la liberté d'expression. Jamais une démocratie n'est morte parce qu'il y avait trop de liberté. Les démocraties sont mortes quand on était en train de restreindre les libertés. Monsieur Orbán. Thank you, Mr. President. Die Debatte ist hitzig. Die Ersten erkennen, es geht um mehr als nur um einen unliebigen Regierungschef. Für die Justizkommissarin Viviane Reding offenbart der Konflikt mit Orbán einen grundlegenden Konstruktionsfehler. Es stimmt etwas nicht mit dem Bauplan der EU. Da habe ich gemerkt, es fehlt mir an Instrumenten. Es ist ja nicht richtig, dass jemand wirklich die demokratischen Rechte, die eingefleischten, eingesetzten Rechte der Bürger mit Füßen tritt. Und ich habe die Instrumente nicht. Zu diesem Zeitpunkt gab es eigentlich nur Bestürzung, ne, und Verwunderung, dass in einem demokratischen Rechtsstaat sowas möglich ist. Man muss sich noch mal zurückerinnern, Ungarn war ja erst 2004 der Europäischen Union beigetreten. Es musste ja jeder davon ausgehen, dass auch Ungarn die Prinzipien, die das Land selbst als Mitglied der EU festgelegt hatte und durch den Vertrag ratifiziert hatte, inklusive der Grundrechtecharta, die Vertragsbestandteil war. Es musste ja jeder davon ausgehen, dass ein Mitglied dieser Gemeinschaft zu diesem Prinzip in der Gemeinschaft steht. So, und jetzt geht's nur noch bergauf. In den Gedanken
der Väter der Grundgesetze. Niemand konnte sich ja vorstellen, dass wenn ein Staat, ehe er Mitglied der Union wird, sämtliche Probleme gelöst hat, dann wird er das doch, wenn er Mitglied der Familie ist, noch immer weiter verbessern. Keiner konnte sich vorstellen, dass jemand einen Rückschritt wagen würde. Das war einfach nicht in den Köpfen drin. Im Sommer 1989, noch vor dem Fall des kommunistischen Regimes, versammelt sich die ungarische Nation, um der Helden des Volksaufstandes von 1956 zu gedenken. Es ist die Geburtsstunde der politischen Figur Viktor Orbán. Da standen 200.000, 250.000 Leute. Und da war die Überraschung, als plötzlich ein junger Mann, der im Namen der jungen Generation gesprochen hat. Und er ging über das hinaus, was die anderen gesagt haben, und auch aufgeworfen die Forderung nach unverzüglichen Verhandlungen über den Auszug der sowjetischen Truppen. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Ha van bennünk elég mert, hogy mindezt akarjuk, akkor, de csak akkor beteljesíthetjük forradalmunk akaratát. Senki sem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni. Ezért a hatodik koporsóban... Die anderen, die aufgetreten sind, waren irritiert, weil das war nicht abgesprochen. Er hat den Text nicht vorher gezeigt. Er war der junge, bärtige Mann, der im Namen der jungen Generation Forderungen stellt. Und für viele, für mich auch, schien es, dass es zu radikal war. Und das war natürlich seine Visitenkarte. Im Sommer 89 ist Viktor Orbán ein junger, bärtiger Mann, voller Ideale. Ein hungriger Aufsteiger aus der bäuerlichen Provinz, der in Budapest studiert. Hier gründet er die Fidesz-Partei, den Bund junger Demokraten. Er war ja ein Liberaler. Er war Vizepräsident der Liberalen Internationale. Es war ein anderer Orbán. Der hat die Liberalen verlassen, weil er in 1993 draufgekommen ist, dass seine junge Partei, die Fidesz-Partei, hat dort keine Chance. Und er hat aus realpolitischen, machtpolitischen Gründen statt links von der Mitte nach rechts von der Mitte damals gegangen. Er ist eigentlich ein Renegat. Viktor Orbán, der Renegat. Ein Abtrünniger, ein Radikaler. Einer, der alle Brücken hinter sich einreißen kann. 2014 überrascht er die EU mit einem neuen Konzept. Er nennt es illiberale Demokratie. Illiberale Demokratie, wenn du mit ihm darüber redest, dann sagt er dir ziemlich deutlich, euer dekadentes, angeschwultes westliches Lebensmodell ist das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will Familie, Volk, Vaterland. Da kannst du ihm 100 Mal sagen, aber das ist dann 19. Jahrhundert. Dann sagt er, nee, das ist 21. Jahrhundert. Also man muss im Grunde sagen, dass Orbán ja nie das versteckt hat, was er macht. Er hat das sehr, sehr offen gesagt von Anfang an, hat gesagt, was seine Ambitionen sind und hat gesagt, das ist ein ganz anderes Modell als das der Europäischen Union. Für mich ist das Schlagwort von der illiberalen Demokratie
ideologisch inakzeptabel, weil eine Demokratie muss per se liberal sein, sie muss offen sein, sie muss gesprächsfähig sein, sie muss kompromissfähig sein. Dieser Ausdruck der illiberalen Demokratie, das gibt es ja nicht. Es gibt Demokratie und es gibt Illiberales, was das auch immer ist. Ich glaube auch, dass es ja eine liberale, soziale Demokratie ist schon gewagt. Demokratie ist Demokratie. Also Demokratie braucht nicht gestützt werden mit Wörtern, die dazugehören. Aber illiberale Demokratie, das ist ja sein Weg, den er einschlagen will, das kann nicht toleriert werden. Das kann nicht toleriert werden. Das heißt nichts anderes, als dass man die Demokratie fesselt. Dass man die Demokratie so formt, dass der Machterhalt der Regierung oder der Partei oder der Person, die an der Spitze steht, dass die erhalten wird. Gefesselte Demokratie. Pluralismus im Würgegriff. Der Staat in der Hand eines einzigen Mannes. Faktensuche. Mit seinem Assistenten ist Daniel Freund, der für die Grünen im Europäischen Parlament sitzt, nach Budapest gereist. Er will hier den neuen Budapester Bürgermeister treffen, der seit Herbst 2019 im Amt ist. Für Daniel Freund ist dies ein Hoffnungsschimmer im lange schwelenden Konflikt mit Ungarn. Denn der Bürgermeister ist ein Oppositioneller, ein erklärter Gegner von Orbán. Hey, good to see you. Man kennt sich. Karaschony ist auch ein Grüner. Daniel Freund erhofft sich strategischen Rat für die Verhandlungen des Europäischen Parlaments um den geplanten Rechtsstaatsmechanismus. Wie steht es wirklich um die Demokratie in Ungarn? Warum ist es so wichtig, dass die EU dagegen hält? Die Einsichten sind ernüchternd. Die Regierung unternimmt alles, um den Spielraum der Kommunen einzuschränken. Der Entzug finanzieller Mittel ist der einfachste Weg. Denn ohne Geld kann man nicht erfolgreich regieren. Es gibt eine Kommunalsteuer, die wir an den Staat abführen müssen. Die Regierung hat sie schlagartig vervierfacht. Zusammen mit den wirtschaftlichen Einbußen durch die Pandemie kann dies unsere Stadt in die Pleite führen. Aber nicht nur die zarte Opposition in Budapest wird von der Regierung finanziell ausgetrocknet. Karaschony sieht Unterdrückungen auch anderswo. Schaut euch die Medien an, sagt er. Daniel Freund besucht Clubradio, der einzig verbliebene unabhängige Radiosender in Ungarn. Hier betritt er zunächst selbst die Bühne und berichtet im Radio über die laufenden Verhandlungen. Weil wir gerade jetzt neben dem EU-Haushalt für die nächsten 7 Jahre auch das Corona-Hilfspaket verhandeln, ist genau jetzt der Moment, sicherzustellen, dass all dieses zusätzliche Geld nicht in korrupten Kanälen verschwindet. Wir als Europäisches Parlament, fraktionsübergreifend, von den Konservativen bis zu den ganz Linken, wir alle wollen das, egal aus welchem Land. Wir sind uns alle einig über die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz und der Medienfreiheit. Noch gibt es freie Interviews wie diese. Unzensiert, unbeschränkt. Aber wie lange noch? Bei seinem Gespräch mit dem Geschäftsführer erfährt Daniel Freund, Clubradio soll die Lizenz entzogen werden. Das ungarische Gesetz sieht vor, dass Sendelizenzen vom Medienrat für weitere 7 Jahre verlängert werden können. Aber der Medienrat ist nicht verpflichtet zu begründen oder zu erklären, warum er die Lizenzen bewilligt oder ablehnt. Das ist eindeutig eine politische Entscheidung. Ich glaube nicht, dass der Medienrat diese Entscheidungen unabhängig trifft. Er führt Befehle aus. Freie Medien in Ungarn. Es gibt sie. Aber sie sind der Willkür ausgesetzt. Es gibt überhaupt keinen Grund
Es gibt keinen Grund, die Frequenzen sind da, es ist Platz da, es gibt auch jetzt nicht wirklich einen Wettbewerber oder irgendwas, sondern man nimmt ihnen einfach ihre Frequenz weg, weil man sie nicht haben will, weil man nicht will, dass sie weiter ein unabhängiges Radio in Ungarn betreiben, das letzte unabhängige Radio in Ungarn betreiben. Eine gefesselte Demokratie? Immerhin ist Orbán in freien Wahlen an die Macht gekommen. Muss sich die EU deshalb raushalten? Spiegeln die Wahlergebnisse tatsächlich den freien Willen der Bürger wider? Können sie sich eine Meinung bilden? Wissen sie, was in ihrem Land passiert? Offizielle Wahlbeobachter sagen, die Wahlen waren frei, aber nicht fair. Denn für die Opposition gibt es so gut wie keinen Platz in den Medien. Csaba Lukács weiß, was Medien in Ungarn dürfen und was nicht. Der Journalist hat eine unabhängige Zeitung aufgebaut. Ich habe 20 Jahre lang für die größte Zeitung in Ungarn gearbeitet. Am Tag nach den letzten Wahlen in Ungarn bekam ich eine E-Mail vom Chefredakteur. Wir sollten alle kommen, weil er etwas zu verkünden habe. Wir kamen zur Zeitung, alle waren da, alle waren gespannt, was passieren würde. Der Chef sagte, morgen wird unsere Zeitung, die seit 80 Jahren erscheint, zum letzten Mal gedruckt. Von einem Tag auf den anderen wurden mehr als 100 Journalisten gefeuert. Zeitungsredaktionen, die schließen. Das gibt es in ganz Europa. Aber nicht, weil die Regierung hinter den Kulissen dafür sorgt. Diese Zeitung war eine konservative Zeitung. Als Fidesz 2010 die Wahlen gewann, begannen sie, uns Anweisungen zu geben. Aber wir versuchten, so unabhängig wie möglich zu bleiben. In den Augen der Regierung war das ein Vergehen und sie versuchten alles, um uns zu vernichten. Und nach den Wahlen 2018 wurde dem Eigentümer klar, dass das Spiel für ihn aus ist. Denn Fidesz hatte wieder mit 2/3 Mehrheit gewonnen. Es gab keine Chance zum Überleben. Er hat einen Deal mit der Regierung gemacht. Innerhalb eines Tages wurde die Zeitung eingestellt. Es gibt keine Razzien und auch keine Journalisten, die im Gefängnis landen. Es läuft subtiler ab, dafür aber flächendeckend. Fidesz ist zweimal so vorgegangen, innerhalb von 2 Jahren. Sie haben erst die linke Zeitung eingestellt und nach einem Jahr auch die rechte aufgelöst. Es ist wie in einem Reservat. Die Medien haben Auslauf, aber nur bis zum Zaun. Die Regierung wacht über das Gehege. Echter Pluralismus ist das nicht. Scott Griffin vom unabhängigen International Press Institute in Wien hat die Lage in Ungarn untersucht. Wir haben es in Ungarn definitiv mit der größten Krise der Pressefreiheit in der EU zu tun. Dabei ist dies nicht China. Es geht nicht um Zensur der Bürger oder der Nachrichten. Dies ist nicht die Türkei. Es werden keine Journalisten verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Dieses System ist ganz anders. Es ist raffinierter. Ein ausgeklügeltes System. Denn es operiert ohne offenbar sichtbare Gewalt. Was hinter der Fassade passiert, bleibt verborgen. Als Orbán 2010 an die Macht kam, zielte alles darauf ab, die absolute Kontrolle seiner Fidesz-Partei im Medienrat sicherzustellen. Diese Behörde überwacht alle Medien. Unabhängige ausländische Verleger, vor allem Deutsche, sollten langsam aus der ungarischen Medienlandschaft verdrängt werden. Ihre Verlage und Medienunternehmen sollten an Oligarchen übergeben werden, die mit Orbán verbündet sind. Dies hatte natürlich zur Folge, dass zunehmend all diese Medien auf Linie gebracht und zu Sprachrohren der Regierung wurden. Magyar Nemzet, die Zeitung von Csaba Lukács, wurde nach 80 Jahren geschlossen. Einfach so. Ein Großteil der anderen inhaltlich auf Linie gebracht. Aber die Stellschrauben der Kontrolle wurden weiter verschärft.
Doch all das reichte Orban nicht. Er beschloss, eine Medienstiftung zu gründen, Keşma. Und im November 2018 haben all die regierungsfreundlichen Oligarchen und Verleger ihre Medienunternehmen in diese Stiftung überführt, gespendet. Das Ergebnis ist, dass jetzt Hunderte von Medien in Ungarn alle im Besitz einer einzigen Stiftung sind. Und diese eine Stiftung bestimmt den Inhalt dieses Medienimperiums. Es gibt keine Kritik. In den ungarischen Medien können Sie 100 oder 500 Euro geben jemanden, der in den Regimezeitungen ein kritisches Wort über Viktor Orban findet. Existiert nicht. Keine Kritik in den kontrollierten Medien. Und die wenigen Unabhängigen? Wie arbeiten sie? Csaba Lukács hat mit den Journalisten seiner ehemaligen Redaktion eine neue Zeitung gegründet. Sie können frei agieren. Aber das politische System definiert, wo die Freiheit aufhört. Man kann oppositionell sein und man kann unabhängig sein. Aber man muss die Regeln respektieren. Nicht über die Orban-Familie schreiben, keinen investigativen Journalismus betreiben und als geschmeidige Opposition kontrollierbar bleiben. Kontrollierte Opposition. Gefesselte Demokratie. Die Neue Zeitung ist ein gemäßigtes Blatt. Aber Csaba Lukács hat keine einzige Druckerei in Ungarn gefunden, die seine Zeitung drucken will. Es herrscht ein System der Angst. Die Journalisten lassen sie jetzt in der Slowakei produzieren. Einmal die Woche wird sie über die Grenze nach Ungarn gebracht. Wie eine Exilzeitung. Wir sind noch keine kontrollierte Opposition. Im Moment denken sie, dass wir zu klein sind, dass wir noch keine Gefahr für sie sind. Sobald wir größer werden oder einen größeren Einfluss auf die Gesellschaft haben, werden sie wahrscheinlich alles daran setzen, uns zu stoppen. Wie die Stadt Budapest werden auch die Medien finanziell ausgetrocknet. Weil das Anzeigengeschäft für alle miserabel ist, werden 80% der Anzeigen vom Staat bezahlt. Alle hängen am Tropf. Allein die Regierung bestimmt, wer ins Koma versetzt wird und wer überleben darf. Auch die Macher von Maja Hang werden so künstlich am Leben gehalten und dadurch kontrolliert. Bei der Regimezeitung wird eine ganze Anzeigenseite vom Staat geschaltet. Bei Maja Hang nur 2 Spalten. Es herrscht Pressefreiheit im technischen Sinne. Es geht darum, scheinbar glaubhafte Begründungen zu schaffen. Wenn jemand Orban beschuldigt, die Pressefreiheit zu unterdrücken, wird er sagen, hier, schauen Sie, hier ist ein kritisches Medienunternehmen, das böse Dinge über mich sagt. Wie können Sie mich beschuldigen, die Pressefreiheit zu unterdrücken? Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die gesamte Medienlandschaft stark auf Fidesz und Orban ausgerichtet ist und dass diese kritischen Medien nur existieren, um zu beweisen, dass es immer noch so etwas wie kritische Berichterstattung gibt. Nur um Brüssel oder Washington oder wem auch immer sagen zu können, warum greift ihr uns an? Schaut euch doch diese Beispiele an, die es gibt. Wir alle wissen, dass die institutionellen Rahmenbedingungen für die Medien in Ungarn vollkommen in Ordnung sind. Die Vielfältigkeit der Medien ist in Ungarn stärker ausgeprägt als in jedem anderen westeuropäischen Land. Aber die Vielfalt kämpft jeden Tag um ihre Existenz. Die Macher von Maja Hang, der Stimme Ungarns, sind binnen kurzer Zeit zur auflagenstärksten Wochenzeitung aufgestiegen. Ihr Kurs der Mitte findet seine Leserschaft, vor allem in konservativen Kreisen auf dem Land. Aber dort neue Abonnenten zu finden, ist extrem schwer. In Ungarn werden Zeitungsabonnements durch die ungarische Post vertrieben, ein staatliches Unternehmen. Jeden Tag bekommen wir Anrufe oder E-Mails, in denen potenzielle Abonnenten fragen, okay, ich würde ja abonnieren, aber können Sie sicherstellen, dass der örtliche Bürgermeister, der Parteivorsitzende oder die Regierungsperson nicht erfährt, dass ich Abonnent bin? Weil niemand weiß, wie mit den Daten im staatlich organisierten Vertrieb umgegangen wird, können wir nicht hundertprozentig sicher gehen, dass Fidesz oder die Regierung oder der örtliche Bürgermeister nicht erfahren, dass sie Abonnenten werden. Also, die Leute haben schlicht Angst, eine unabhängige Zeitung zu lesen.
independent newspaper. Selbst wer es aus eigener Kraft schaffen will, kann die Fesseln kaum lösen. Denn der antifreiheitliche Geist der Regierung hat fast die ganze Gesellschaft verseucht. Ein leises Gift. Wir landen nicht im Gefängnis wie in der Türkei. Wir werden nicht erschossen wie in Russland. Wir können schreiben, was wir wollen, aber es gibt wirtschaftlichen Druck. Es gibt politischen Druck. Wenn wir etwas bei der Regierung anfragen, bekommen wir keine Antwort. Es ist fast unmöglich, Informationen zu bekommen. Wenn wir einen Fehler machen, verklagen sie uns sofort. Wir hatten mehr als 20 juristische Auseinandersetzungen. Wir haben alle gewonnen, aber es könnte passieren, dass wir auch mal verlieren. Und wenn wir mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Forint belegt werden, dann gehen wir pleite. Also im Moment ist Ungarn keine Diktatur, aber wir bewegen uns Schritt für Schritt in diese Richtung. Viktor Orbán, ein Quasi-Diktator, inmitten der EU. Niemand stellt sich ihm in den Weg. Rückblick 2015. Orbán kann sich sicher fühlen, denn vor allem in Deutschland hat er politische Freunde. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer hofiert ihn. Orbán wird gebraucht. Orbán hat natürlich Verbündete. Es ist sicher so, dass Orbán bei der Migrationsfrage eine ganz harte Linie gefahren hat, 2015. Und viele Konservative und nicht nur Konservative empfinden für diese Position eine Sympathie, ohne es deutlich sagen zu müssen. Orbán macht sozusagen für sie, ich sage mal so, die Schmutzarbeit. Als im September 2015 Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa strömen, hält Ungarn sie zunächst brutal zurück. In der Migrationsnotsituation im Jahr 2015 hat Viktor Orbán auf den Aspekt hingewiesen, dass auch Grenzen geschützt werden müssen, Grenzen gesichert werden müssen. Sicher wieder mit seiner total übertriebenen, zugespitzten, auch populistischen Art und Weise. Aber der Punkt als solches, dass wir Europäer wissen müssen, was an der Außengrenze los ist, der war sicher notwendig und auch richtig. Der Schulterschluss mit der CSU während der Flüchtlingskrise, für Orbán zahlt er sich bis heute aus. Der Umbau des politischen Systems in Ungarn wird ausgeblendet. Das war etwas, was wir oft mit Horst Seehofer besprochen haben, gesagt haben, da ist eine Veränderung im Gange, Vorsicht. Und er hat gesagt, ach nee, der wird bloß dauernd angegriffen. Und dann hat es auf einmal, als wir auch einen Auftritt von Orbán im Parteivorstand hatten, dann kamen plötzlich ein paar wirklich konservative Kollegen auf mich zu und sagten, also Monika, das geht aber nicht. Also das sind ja Töne, also nee. Diese zarte Kritik schlägt auf der europäischen Ebene nicht durch. Die ungarische Fidesz ist Teil der Europäischen Volkspartei EVP. Hier wird Orbán gefeiert. Ladies and gentlemen, Prime Minister Viktor Orbán. Orbáns Partei sichert der EVP den Status als größte politische Gruppe im Europäischen Parlament. Es geht um Posten, Einfluss und Macht. Die CDU-Vorsitzende Merkel hält sich zurück mit offener Kritik an Orbán. Aber wie hoch darf der Preis sein für den Erhalt des Status quo? Nicht wenige fordern den Fidesz-Ausschluss aus der EVP. Wir in Luxemburg in der Christlich-Sozialen Partei waren der Meinung, wir könnten nicht in einer EVP sitzen bleiben als Christdemokraten mit jemandem, der so die Basiselemente unserer Demokratie verhöhnt. Wir fühlen uns sehr unwohl als Luxemburger in einer gemeinsamen Partei, die einen Orbán teilweise hofiert. Die Mitgliedschaft wird schließlich suspendiert. Aber Orbáns Fidesz bleibt Teil der EVP, obwohl es bei den Wertevorstellungen kaum noch Schnittmengen gibt. Ich habe dafür noch kein endgültiges Rezept, weil wenn die großen Parteien wie in der EVP alle einfach nur ausschließen,
Ja, dann findet sich irgendwann eine Riesenmasse, die einfach sagt, wir finden uns zusammen gegen die alle. Und das sind dann gar nicht so wenig. Und das probiert Orban ja. Es gibt auch die Abwägung, wenn wir ihn rausschmeißen, dann hat zwar die EVP eine weiße Weste, wir können sagen, alles ist super, aber was ist in der Sache gewonnen? Ist es nicht vielleicht der Ort, wo wir einfach das Gespräch trotzdem, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind, sinnvollerweise praktizieren, weil man nur mit Dialog auch aufeinander zugehen kann? Das sind so die Erwägungen, die im Raum stehen, wenn man über die Mitgliedschaft endgültig entscheidet. Die EVP kann sich nicht durchringen. Sie erduldet Orban. Die Macht ist ihr wichtiger als Werte. Es ist peinlich, es ist falsch. Und es hält vor der Geschichte nicht stand. Wie wird die Geschichte urteilen über das, was in Ungarn geschieht, Anfang des 21. Jahrhunderts? Das Land ist Teil der EU. Was hier entsteht, geht uns alle an. Daniel Freund, der EU-Parlamentarier, unterwegs in Budapest, auf Recherchereise. Er will ein Obdachlosenheim mit angeschlossener Suppenküche besuchen. Es wird betrieben von Gábor Iványi, ein Methodistenpfarrer. Er hat Viktor Orban einst getraut und dessen Tochter getauft. Aber seit er den Regierungsstil seines früheren Weggefährten kritisiert, ist er in Ungnade gefallen. Es zählt nur Freund oder Feind. Die Orban-Regierung erkennt ihm den offiziellen Status als Kirche ab, streicht alle öffentlichen Gelder, die ihm eigentlich zustehen. Und dann kommen sie als erstes und drehen das Gas ab. Für eine Einrichtung, wo 600 Menschen im Krankenhaus, in Obdachlosenunterkünften hier wohnen, wo man deren Leben riskiert. An dem Moment, wo er angefangen hat, das System zu kritisieren, die Korruption zu kritisieren, seitdem wird er von Orban systematisch fertig gemacht. Ist es nicht eine persönliche Fehde zwischen zwei Männern? Geht es uns wirklich etwas an? Was hat es mit der EU zu tun? Der Pfarrer spannt seinen Schutzschirm über die Entrechteten. Denn seit Orban an der Macht ist Obdachlosigkeit illegal in Ungarn. Diese Suppenküche ist das einzige Refugium. Es geht darum, ob diese Leute am Rande der Gesellschaft, die Ärmsten, die es gibt mit in Europa, ob die den nötigen Schutz haben, ob die Rechte haben, ob die mitgenommen werden, ob das Geld, was wir ja als Europäische Union gerade eben auch für diese Schwächsten zahlen wollen, ob die das Geld am Ende bekommen oder ob das System Orban verhindert, dass das Geld da ankommt, wo es eigentlich hin soll, wie zum Beispiel hier in dieser Suppenküche. Also wenn wir über ein abstraktes Konstrukt wie einen Rechtsstaatsmechanismus reden, das heißt es vor Ort. Das heißt, dass die Schwächsten in der Gesellschaft systematisch ausgegrenzt werden, fertig gemacht werden und nicht zählen. Die EU sollte ganz deutlich zeigen, dass sie sich nicht gemein macht mit Salonnazis und Salonrassisten. Sie vernichten zwar niemanden physisch, aber mit allen ihren Maßnahmen machen sie das Leben vieler Menschen unmöglich. Bereits 600.000 Ungarn haben ihr Land verlassen. Mehr als nach dem Aufstand 1956. Und Menschen ohne festen Wohnsitz sind nicht vorgesehen im politischen System. Ihre Armut macht sie zu illegal. Das ist bestürzend. Und es sind Christen, die so etwas sagen. Dieses Christliche, das ist Heuchelei. Es schändet die Bezeichnung christlich. Christlich sein heißt, wie Christus sein. Das politische Christentum in Ungarn hat nichts mit der Bibel zu tun. Es ist unmenschlich. Es entspricht nicht den christlichen Werten. Es ist in jeder Hinsicht unmenschlich. Viktor Orban, der Abtrünnige, der keine Gnade mit seinen Kritikern kennt. Kann er jemals ein verlässlicher Partner sein?
Für welche Werte steht er? Er ist ohne weiteres bereit, jemanden zu opfern. In seinem ganzen Leben war sein Prinzip angreifen. Er genießt das. Dann lebt er, wenn er angreifen kann. Und die beste Verteidigung ist der rechtzeitige Angriff. In Ungarn besteht die Mehrheit auf ihrem Absolutheitsanspruch. Das ist die Maxime von Viktor Orbán. Seinen Willen definiert er als Wille der Nation. Dieses Weltbild braucht Feinde. Das Regime hat den perfekten Gegner gefunden: George Soros. Im Vorfeld der Wahlen 2018 wird die Stadt zugepflastert mit hetzerischen Parolen. Er wurde als Teufel dargestellt, als Landesverräter, der darauf aus ist, in Ungarn zu schaden. Die Regierung ließ Plakate von ihm erstellen mit antisemitischen Untertönen. Sie wurden in ganz Budapest aufgehängt. Es war sehr offensichtlich eine Verleumdungskampagne gegen ihn. Er sollte zum Thema im Wahlkampf werden, den die Regierung für ihre Wiederwahl im Jahr 2018 führte. Nun, Herr Soros hat sich selbst zu einer politischen Person gemacht. Das waren nicht wir. Er war es. Er selbst war es, der erklärt hat, dass er die politische Opposition zur Orbán-Regierung ist. Und damit auch zu Fidesz. Dafür setzt Herr Soros jedes Jahr Milliarden von Euro, Milliarden von Dollar ein. Deshalb ist seine politische Einflussnahme im ganzen Soros-Imperium spürbar. Durch das Open Society Institute, die Universität und all die Organisationen, die von Herrn Soros' Netzwerk finanziert werden. George Soros ist ein Milliardär, der mit Devisenspekulationen an der Börse zu Reichtum gelangt ist. Anfang der 90er Jahre erinnert er sich an seine Heimat Budapest, aus der er als Kind mit seinen Eltern fliehen musste. Sie waren Juden. Soros will dem Land, aus dem er stammt, etwas zurückgeben. Er will den demokratischen Umbruch fördern. Und er ist überzeugt, Demokratien sind verletzliche Gebilde. A democracy or open society only survives if it's tested. It's constantly in danger. It's constantly in danger of falling apart, and there must be some people who fight to preserve it. 1991 gründet er die Central European University, kurz CEU, eine Hochschule für Sozialwissenschaften. Es wird Good Governance gelehrt und die Prinzipien des Rechtsstaats. George Soros hat nie an dieses Märchen geglaubt, dass Kapitalismus und Demokratie so ganz einfach in Osteuropa einziehen können. Der Übergang zu einer Gesellschaft mit einem liberalen Bildungssystem ist ein Riesenschritt. Seine finanzielle Macht verschafft George Soros Ansehen und Einfluss. Er wird zu einem Influencer für Demokratisierung in der ganzen Welt. 2016 schenkt er Budapest ein neues, prächtiges Universitätsgebäude. Es ist gläsern und transparent, wie die Systeme, für die Soros sich einsetzt. Er kämpft für Pluralismus, eine offene Gesellschaft. Herr Soros und seine Organisation verfolgen ein klares politisches Ziel. Und sie setzen sehr viel Geld dafür ein. Und man kann nicht so naiv sein, zu glauben, dass dieses Geld nicht Mittel und Wege findet, um Entscheidungsträger erfolgreich zu beeinflussen. Es gibt kein Fach Demokratielehre. Es geht nicht darum, den Studierenden Demokratie beizubringen, sondern sie sollten lernen, wie man in einem demokratischen Kontext existiert, wie man funktioniert, immer in einem offenen Dialog. Es ging nicht darum, eine Ideologie zu vertreten, sondern zu lehren, wie demokratische Gesellschaften funktionieren. Aber dieser Ansatz wird als Einmischung von außen verstanden. Im Zuge der Kampagne gegen Soros erlässt das Parlament plötzlich ein neues Universitätsgesetz. Eine willkürliche, bürokratische Richtlinie, die für die CEU kaum zu erfüllen ist. Nach Beschluss des Parlaments wird das Hochschulsystem einschließlich ausländischer Universitäten und Institutionen alle 5 Jahre überprüft. Alle anderen Institutionen konnten diese gesetzlich verankerten Richtlinien erfüllen.
Alle außer der Central European University. Es war verblüffend. Zunächst waren wir überrascht. Es gab keine Vorzeichen seitens der Regierung, dass sie das vorhatten. Das war ein totaler Schock für uns. Auch wenn die Regierung 2017, als dies geschah, bereits mehrmals gegen demokratische Prinzipien verstoßen hatte. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl, davor geschützt zu sein. Diese Universität hatte 25 Jahre lang völlig legal in dieser Stadt gelehrt. Regelmäßig gab es Überprüfungen durch die ungarischen Bildungsbehörden. Immer wieder wurden wir akkreditiert. Es gab keine Beschwerden über die Arbeit der Universität. 2017 führte er plötzlich ein Gesetz ein, das besagte, ihr könnt in Ungarn nicht weitermachen, wenn ihr keine Vereinbarung mit mir habt. Und wir sagten, Moment mal, das ist eine Änderung der Regeln. Es gibt 21 ausländische Bildungseinrichtungen in diesem Land. Alle konnten die Richtlinien einhalten, nur die CEU nicht. Nicht wir bekommen eine Lektion erteilt, sondern die CEU. Die neue Richtlinie ist nur ein Vorwand. Alle wissen es. 80.000 Menschen ziehen gegen diese Form der Willkür auf die Straße. Aus Europa kommen Signale, aber es bleiben nur gute Worte. Ich hatte viele europäische Regierungschefs an der CEU zu Gast, die sagten, wir empfinden großes Mitgefühl für ihre Situation. Wir unterstützen die akademische Freiheit. Ich hatte mehr solcher Reden, als ich zählen kann, aber all das hat zu nichts geführt. Im Zuge der Wahlkampagne schottet sich Ungarn immer weiter ab. In einer Wahlkampfrede nimmt Orbán unausgesprochen Bezug auf George Soros, den jüdischen Milliardär. Nem nyílsisakos, nem rejtőzködő. Nem egyenes, hanem fortélyos. Nem becsületes, hanem alantas. Nem nemzeti, hanem nemzetközi. Nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál. Nincs saját hazája, mert úgy érzi, övé az egész világ. Ungarn müsse gegen vermeintliche Angriffe von außen geschützt werden. Der Premier präsentiert sich als Retter. Orbáns unverhohlen nationalistische Parolen gehen auf. Weil er auch die Medien auf Linie gebracht und sein System perfektioniert hat, gewinnt er 2018 erneut die Wahlen. Zum 3. Mal in Folge. Als der öffentliche Druck dann weg war, trat er von seinen Zusagen zurück. Wir wollten ja bleiben. Wir wollten ein Abkommen, aber Orbán schlug es in den Wind und sagte, wir haben zwar ein Abkommen, aber ich unterschreibe es nicht. Und genau das hat er getan. Denn er wollte vor allem die Wahlen gewinnen. Wir sind die erste Universität seit den 1930er Jahren, die aus einem europäischen Mitgliedsstaat vertrieben wurde. Das war also ein ziemlicher Schock. Die Entscheidung gilt. Ab sofort. Die Central European University muss Budapest verlassen. Binnen weniger Tage. Es gibt ein Ultimatum. Wir wurden als illegal abgeurteilt. Das Erschreckende ist, dass die Europäer nichts unternommen haben. Nichts. Verstehen Sie mich nicht falsch. Mir geht es gut und der CEU auch. Es geht hier nicht um uns. Es geht um die akademische Freiheit in Europa. So etwas wie hier wird in Orten wie Minsk gemacht. Nicht in einer Europäischen Union, die Werte wie akademische Freiheit, Menschenrechte und all dies hochhalten sollte. Das macht mich wütend. Ich hoffe, Sie verstehen das. Es ist nicht wegen der CEU. Die CEU hat die Mittel, um zu überleben. Nichts wird diese Universität jemals aufhalten. Aber was dies über Europa sagt, beunruhigt mich. Es ist deprimierend. Die CEU ist längst kein Einzelfall mehr. Die akademische Freiheit mehrerer Universitäten wurde eingeschränkt. Zuletzt die Leiter der Filmhochschule in Budapest entmachtet. Studierende halten sie über Monate besetzt. Freie Entfaltung des Geistes, ein hohes Gut, das in Ungarn nicht mehr viel zählt. Die CEU ist mittlerweile nach Wien umgezogen und wird einen komplett neuen Campus aufbauen. Der Standortwechsel hat 200 Millionen Euro gekostet. Aber es geht um viel mehr als nur um Geld.
Wegen unserer Universität müssen ungarische Bürger Budapest verlassen und nach Wien ziehen, weil sie in ihrem eigenen Land nicht frei arbeiten können. Es ist ja nicht so, dass wir Ausländer sind. Ich bin mit einer Ungarin verheiratet. Die meisten Dozenten sind Ungarn. Sie wurden gezwungen, ihr Land zu verlassen, damit sie in einem anderen Land frei unterrichten können. Das ist einfach irrwitzig. Die Universität ist vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, um das neue ungarische Hochschulgesetz anzufechten. Um weiter das tun zu dürfen, was in Europa als selbstverständlich gilt: der freie Austausch von Gedanken und freie Lehre. Es ist das höchste Gericht, die letzte Instanz der Europäischen Union. Wir haben vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen, auf ganzer Linie. Aber das Urteil kam 2,5 Jahre zu spät. Im Englischen sagt man, verzögertes Recht ist verweigertes Recht. Ich glaube das nicht. Ich denke immer, wenn die Gerechtigkeit siegt, ist das gut. Aber die Realität ist doch, dass Orbán den politischen Sieg errungen hat. Wir sind nicht in Budapest. Und das ist sehr bitter für uns. Demokratien brauchen Verfassungsgerichte. Aber sie sind nur letzte Instanzen und nicht dafür da, um durchzusetzen, was eigentlich Gemeinsinn sein sollte. Was ist ein solcher Schiedsspruch wert, wenn Orbán rechtlich verloren, aber sein politisches Ziel trotzdem erreicht hat? 3 vor, 2 zurück, das hat er perfektioniert. Das ist schon ein Mann, der ein klares Konzept im Kopf hat und damit sehr erfolgreich ist. Er geht immer 3 vor, dann mal wieder 2 zurück, aber 3 vor, 2 zurück heißt in der Summe einer nach vorne. Und ich glaube, das ist seine erfolgreiche Politik. Man wird Leute wie Viktor Orbán nicht stoppen mit guten Worten. Wenn es nicht gelingt, dass die Mechanismen, die vorhanden sind, auch durchgesetzt werden, und dafür sind die Regierungschefs verantwortlich, dann macht er immer so weiter. Im Europäischen Parlament sorgt die Vertreibung der Central European University im Herbst 2018 für Entsetzen. Die Parlamentarier wollen dafür kämpfen, dass die europäischen Werte und Rechte auch ohne höchste Instanz gewahrt bleiben. Sie bringen ein Verfahren auf den Weg. Das sogenannte Artikel 7-Verfahren. Die Verträge der EU sehen schon vor, dass Mitglieder, die sich nicht an die Regeln halten, bestraft werden können, bis zum Ausschluss aus der Europäischen Union. Und das ist Artikel 7. Das Wichtige gewesen, was zum einen mal klar gemacht worden ist, hier gibt es eine Gefahr für die Fundamente der Union und wir sind bereit, alles zu tun, um diese Gefahr zu bannen. Da ist das Parlament vorangegangen, damals mit dem Sargentini-Report. Judith Sargentini. Auf den Schultern einer einzigen Abgeordneten liegt im Herbst 2018 die ganze Last des Verfahrens. In ihrem Report listet sie die Verfehlungen in Ungarn auf. Es ist ein ganzer Katalog von Verstößen gegen die Prinzipien des Rechtsstaats. Viktor Orbán muss sich der Kritik stellen. Aber er wähnt sich in Sicherheit, denn er spielt mit dem System, indem er die Grenzen des rechtlich Zulässigen immer weiter ausreizt. Er stellt die EU auf eine harte Probe. Ungarn war immer so am Rande. Man wusste nie so genau, es war juristisch viel schwieriger nachzuweisen. Also Orbán hat immer darauf geachtet, dass er sich in einer Grauzone befand, in der er so operieren konnte, wie er konnte, aber immer mit einem Hintertürchen zu sagen, naja, also wir korrigieren das jetzt oder so war es ja gar nicht gemeint. Und da hat die Frau Sargentini irgendwann gesagt, so, das weisen wir jetzt im Detail mal nach, dass es anders ist, dass es hier ganz konkrete Verletzungen der EU-Verträge gibt. Und das war ein mutiger Schritt. Das Artikel 7-Verfahren wird intern als Atombombe bezeichnet. Es ist das härteste Geschütz, das die EU gegen Feinde im Inneren zu bieten hat. Es kann bis zum Ausschluss führen. Aber zuvor muss das Parlament darüber abstimmen, ob es zur Anwendung kommen soll. Das war ein großer Moment des Parlamentarismus. Da steht jemand auf und sagt, wir haben das jetzt abgestimmt, wir setzen das durch, wir stehen ein für die Demokratie.
Man hat dann schon gemerkt, es war eine große Erleichterung und plötzlich hat das Parlament sozusagen, war das ein lebendiger Körper. Ne? Man hat gemerkt, hier ist was passiert, auf der symbolischen Ebene natürlich, das schon nicht nur bewegend war, sondern eben auch Mehrheiten verschoben hat. Mit diesem Schritt hat das Parlament eine Revolution in Gang gesetzt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte besteht es darauf, dass ein Mitgliedsstaat auf den Prüfstand gestellt wird. Es geht nicht nur um Ungarn, sondern um den Schutz gemeinsamer Werte. Jetzt muss das Vorhaben noch durchgesetzt werden. Aber dies geschieht woanders. Im Europäischen Rat, im innersten Kreis der Regierungschefs. Sie allein entscheiden, ob gegen einen von ihnen wegen Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien Sanktionen verhängt werden. Es ist ein geschlossenes System, eine Blackbox, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Niemand kann die Entscheidungsprozesse überprüfen, denn sie finden im Geheimen statt. Für den Europaabgeordneten Daniel Freund ist dies nicht nachvollziehbar. Muss in einem demokratischen System nicht alles rechenschaftspflichtig sein? Alle Verhandlungen im Rat finden hinter verschlossenen Türen statt. Es ist nirgendwo zugänglich, was da eigentlich besprochen wird, welches Land vertritt jetzt genau welche Position. Also die Bundesregierung im Europäischen Rat in unserer aller Namen entscheidet, was sie blockieren, was sie vorantreiben. Das ist nicht zugänglich. Das heißt, man muss immer die Aufzeichnung von jemandem bekommen, der im Raum sitzt. Sein Team hat sich die vertraulichen Protokolle der Ratssitzungen besorgt. Klar ist, das vom Europäischen Parlament angestoßene Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn verläuft im Sande. Es gab ganze 2 dünne Anhörungen dazu. Wo bleiben die Impulse zur Durchsetzung? Wer bremst? Ist es eine systemische Schwäche? Das größte Problem ist, dass niemand wirklich sehr stark dafür kämpft im Rat. Die ganzen Austausche bisher, die jetzt eigentlich nötig wären, Druck aufbauen auf die Ungarn, das läuft sehr, sehr schleppend. Deutschland geht da jedenfalls nicht voran, um für einen gesunden Rechtsstaat in Ungarn zu sorgen. Offenbar ist die EU gegen Herausforderungen aus dem Innern nicht gewappnet. Es fehlen die Instrumente gegen Demokratiefeinde in den eigenen Reihen. Zumindest wirken sie nicht. Es gibt Konstruktionsfehler. Artikel 7 ist in der Tat ein ganz scharfes Instrument, das aber stumpf wird, dieses Schwert, wenn es dem Vetorecht unterworfen ist. Diese Einstimmigkeit in bestimmten Bereichen ist ein ernsthaftes Hindernis im Fortkommen. Es fördert diejenigen, die völlig egoistisch, stur, nationalistisch und blind ihr Ziel verfolgen. Die können sich dann durchsetzen. Artikel 7 mit dem Einstimmigkeitsprinzip ist nicht umsetzbar. Das ist das Problem. Die EU kämpft an 2 Fronten. Denn 2017 wird auch gegen Polen ein Artikel-7-Verfahren vorbereitet. Die Entscheidungen darüber fallen im Europäischen Rat. Hinter verschlossenen Türen. Martin Schulz war dabei. Ich habe im Europäischen Rat in Gegenwart von Orbán die Artikel-7-Strategie gegenüber Polen massiv verteidigt und habe gesagt, ich erwarte von Ihnen, den Staats- und Regierungschefs, dass Sie die Prinzipien der Europäischen Union durchsetzen gegen diejenigen, die sie verletzen. Es war Viktor Orbán, der eigentlich ganz kühl sagte, ihr könnt hier beschließen, was ihr wollt. Ich lege mein Veto ein. Das war weniger an meine Adresse gerichtet, als an die Adresse der anderen Regierungschefs. Ein Vertragsstaat sagt, das Ergebnis interessiert mich nicht, auch das Verfahren interessiert mich nicht. Egal, was dabei rauskommt, ich lege ein Veto ein. Und dann habe ich gedacht, hier müsste jetzt eigentlich der Aufstand losbrechen. Nichts. Und solange das so ist, macht er, was er will. Und er weiß das. Viktor Orbán regiert sein Land unangefochten. Und er kann seine Macht sogar weiter ausbauen. Mit finanziellen Mitteln der EU. Unterwegs mit Ákos Hatházi. Der parteilose Abgeordnete des ungarischen Parlaments spürt seit Jahren Korruptionsfälle auf.
Die Regierung verteidigt sich oft so, dass Korruption gibt es in jeder Länder in EU, aber so ein Netz für Korruption gibt es nirgendwo in der EU. Und dieser Netz besteht aus der Regierung und aus der Selbstverwaltung, das die EU-Subventionen in Ungarn verteilt. Feldschut, der Geburtsort von Viktor Orbán. Es ist der Ort, an dem man am besten studieren kann, wie EU-Gelder benutzt werden. Hatasi besucht das Haus von Orbáns Freund aus Kinderzeiten. Hier laufen die Fäden des Systems Orbán zusammen. Ein sorgfältig gesponnenes Netz, in dem Weggefährten als Nutznießer fungieren. Der langjährige und treue Freund ist gelernter Klempner, heute Milliardär. Vor 10 Jahren war der Herr Mészáros nur ein einfacher Gasinstallateur. Er war niemand, aber er war der Freund von Orbán. Und heute ist er schon der zweitreichste Mann in Ungarn. Er hat erreicht, dass seine Firmen außerordentlich viele öffentliche Beschaffungen gewinnen. Und diese Projekte, diese öffentlichen Beschaffungen sind von EU finanziert, von EU-Projekten finanziert. Und bei meistens öffentlichen Beschaffungen können wir schön nachweisen, wie diese Prozesse, wie diese Beschaffungen manipuliert sind. Das Schild listet nur ein paar der 200 Firmen auf, die dem ehemaligen Klempner gehören. Aber das absurdeste EU-Projekt, das von diesem Netzwerk an Land gezogen wurde, liegt nur ein paar Meter entfernt. Es ist eine Schmalspurbahn, ein Toy-Train, der EU als Touristenmagnet angepriesen. Laut Machbarkeitsstudie mit angeblich mehreren tausend Fahrgästen, die den Fremdenverkehr ankurbeln soll. Die Bahn fährt von Feldschut aus 6 Kilometer durch den Wald und endet im Niemandsland. Die komplette Trasse wurde neu errichtet, alles mit Geldern der EU. Tatsächlich nutzen nur wenige Personen am Tag die Bahn. Man könnte es als Posse aus der Provinz abtun, aber auf dieser Form der Fehlwirtschaft gründet das Herrschaftssystem von Viktor Orbán. Es gibt Dutzende solcher Projekte, mit denen EU-Mittel abgeschöpft werden, um die Wählerschaft gefügig zu machen. Es ist ein einfaches Prinzip. Dieses Netzwerk ist politisch das Wichtigste für Orbán in den Dörfern. Die Bürgermeister von diesen Dörfern können nur dann etwas machen, dann etwas für die Leute zeigen, dass ich etwas gebaut habe, wenn er dafür EU-Subventionen bekommt. Das Orbán-System sagt ihm, du wirst es bekommen, du wirst dieses Projekt bekommen, wenn dein Dorf gut wählt, wenn ihr neben Fidesz wählen werdet. Die EU-Subventionen gehen zu den Leuten von Orbán, gehen zu den Freunden von Orbán, gehen zu den Soldaten von Orbán. Der Soziologe Balint Magyar nennt es einen postkommunistischen Mafiastaat. Im Mafiastaat ist es der Staat selbst, der sich wie die Mafia verhält. Es ist ein parasitärer Staat. Er bekämpft nicht die Korruption an sich. Der Mafiastaat geht nur gegen Korruption vor, die er nicht selbst steuert und in der Hand hat. Er agiert wie eine kriminelle Organisation. Die Firma Dolomit, ein Steinbruch. Sie gehört mehrheitlich dem Vater des Regierungschefs. Die Firma erzielte, laut Recherchen ungarischer Journalisten, eine Gewinnmarge von 41%. Mehr als doppelt so viel wie der Marktdurchschnitt. Es soll die profitabelste Firma Ungarns sein. Mészáros gewinnt die staatlichen Projekte und bestellt den Stein für die Autobahnen, für die großen Gebäude, für die Bahnen von Orbán. Es ist ein Kreislaufsystem mit Geldern der Europäischen Union. Die meisten
Projekte sind von der EU finanziert. Also so geht das Geld von den deutschen Bürgern durch die EU-Projekte zuerst zu Mészáros, danach nach Orbáns Vater und zu Orbáns Familie. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Ungarn Empfänger Nummer 1 für EU-Hilfen. Keines der anderen 26 EU-Länder profitiert mehr. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 20% davon in die Klientelwirtschaft fließen. Im postkommunistischen Mafiastaat ist das EU-Geld der westlichen Steuerzahler praktisch unsere Ölreserve. So wie die Ölreserve für die Oligarchen in Staaten wie Russland, Aserbaidschan und zentralasiatischen Ländern, wo Bodenschätze benutzt werden, um solche Mafiastaaten aufzubauen. Wir haben weder Öl noch Gas, aber EU-Gelder. Und die zapfen wir an. Diese Fakten rufen auch Daniel Freund auf den Plan. Der EU-Parlamentarier sitzt im Haushaltskontrollausschuss des Parlaments. Zuvor hat er bei Transparency International gegen Korruption gekämpft. Er tauscht sich mit Ákos Hatházi aus. Ungarn erhält pro Kopf die zweithöchste Unterstützung aus EU-Mitteln. Seit Viktor Orbán im Amt ist, sind mehr als 40 Milliarden Euro geflossen. Kaum ein anderes EU-Land schöpft die Mittelvergabe so stark ab. Aber es geht auch um die Zementierung des Herrschaftssystems. Orbáns ganze Familie soll darin verwickelt sein. Immer wieder im Visier der Rechercheure Viktor Orbáns Schwiegersohn. Auch ihm wird Bereicherung vorgeworfen. Und die Tochter von Orbán. Dass das so geht mitten in der Europäischen Union, dass also die engsten Familienmitglieder, Freunde von Orbán so unermesslich reich werden, Profitmargen haben mit dem Steinbruch beim Vater, die durch die Decke gehen, viele, viele Millionen Euro, die man umleitet auf im Grunde einfachsten, banalen Wegen in die eigenen Taschen der Familie. Und dass wir das nicht hinbekommen als Europäische Union, das im Moment zu verhindern, dass uns das Geld so aus der Tasche gezogen wird, ist unglaublich. Aber die EU ist dem Sachverhalt zumindest auf der Spur. In 13 großen Fällen wird aktuell ermittelt. In einem davon geht es um Orbáns Schwiegersohn. Er soll sich wettbewerbswidrig Aufträge für die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED besorgt haben. Die EU-Antibetrugsbehörde OLAF hat ermittelt. In nur diesem einzigen Fall empfiehlt sie die Rückzahlung von 43 Millionen Euro. Aber in Wahrheit hat sie keine Chance gegen solche Betrügereien, denn sie kann vor Ort keine eigenen Ermittlungen durchführen. Das Überwachungssystem funktioniert nur, wenn es auch verlässliche Justizsysteme in den Mitgliedstaaten gibt. Und so bleiben der Brüsseler Behörde oft die Hände gebunden, obwohl die Ermittler wissen, dass es Probleme in Ungarn gibt. Natürlich legen wir die Details unserer Ermittlungsverfahren nicht offen, aber in einigen Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Ungarn ist die Zahl recht hoch. Wenn wir das Verfahren abschließen und in die Mitgliedsländer übermitteln, endet unser Mandat. Dann hängt es von den nationalen Behörden ab, wie sie weiter vorgehen. In der Regel schicken wir es an die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft. Sie ist vollkommen frei und unabhängig zu entscheiden, ob sie in einem Fall Anklage erhebt oder nicht. In Ungarn ist die Anklagerate natürlich zu niedrig. Ich war deshalb im Januar 2019 in Ungarn, um darüber zu sprechen. Wir wollten wissen, ob es Gründe dafür gibt, warum sie selten Anklage erheben. Die Behörde ist machtlos. Weil viele solcher Fälle auch in anderen Mitgliedstaaten versanden und nicht weiter verfolgt werden, hat die EU die Europäische Staatsanwaltschaft gegründet. Im November 2019 nahm sie ihren Betrieb auf. Von Luxemburg aus darf europaweit ermittelt werden. Aber Ungarn und Polen verweigern die Teilnahme. Man hat 20 Jahre lang verhandelt, jetzt soll es endlich losgehen. Aber man hat es nicht hinbekommen, alle Mitgliedsländer damit ans Boot zu holen. Auch dafür hätte es die Einstimmigkeit gebraucht. Die zwei, die fehlen, Polen und Ungarn, die wissen genau, warum sie da nicht Mitglied
werden wollen und warum sie nicht wollen, dass die Europäische Staatsanwaltschaft Zugriff hat auf die Verteilung von EU-Mitteln in den beiden Ländern. Es leuchtet ein, dass Orbán für die nationale Souveränität kämpft. Aber es ist nur ein Vorwand, eine Vertuschung, um sich vor Strafverfolgung zu schützen. Die EU sollte erkennen, dass Orbán und seine Bande Kriminelle sind und als solche behandelt werden müssen. Im Europäischen Parlament gehen die Verhandlungen für den Rechtsstaatsmechanismus in die nächste Runde. Die Parlamentarier sind sich sicher wie nie, dass es ein Instrument geben muss, um die EU gegen Angriffe aus dem Innern zu verteidigen. Daniel Freund hat die Erkenntnisse seiner Recherchereise in Ungarn mit anderen geteilt. Wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen wie nie zuvor, dann muss eben auch klar sein, dass das Geld am Ende da ankommt, wo es hin soll. Und dafür brauchen wir einen wirksamen Kontrollmechanismus. Diese zwei Sachen gehörten fürs ganze Europäische Parlament immer untrennbar zusammen. Und zu sehen, dass das aufgemacht wurde auf diesem Gipfel, die Solidarität und die Rechtsstaatlichkeit nicht als Einheit gedacht werden, weil beides sind einfach Grundpfeiler der Europäischen Union. Es funktioniert nicht ohne Rechtsstaatlichkeit, funktioniert auch nicht ohne die Solidarität. Hinter den Kulissen spult sich ein Verhandlungsmarathon ab. Daniel Freund und andere debattieren mit dem deutschen Europaminister über die Details. Die Kontroverse zieht sich über Monate. Alle wissen, dass der ungarische Premier droht, die EU weiter zu blockieren. Das belastet die Verhandlungen bis aufs Äußerste. Dann gab es klare Ansagen aus dem Europäischen Parlament. Ohne Rechtsstaatskonditionalität wird es niemals die Zustimmung geben. Diese Position haben wir uns dann auch zu eigen gemacht. Aber wir mussten eben dann auch sehen, dass wir einen Vorschlag auf den Tisch legen, der irgendwie auch der Ratsschlussfolgerung entgegenkommt. Und es hat ja dann auch für ordentlich Ärger gesorgt. Der Vorschlag, den jetzt der Rat macht, ist ein Rückschritt. Wir können jetzt schon, wenn jemand Misswirtschaft betreibt, ein Programm sperren. Der Rückschritt würde darin liegen, dass wir in Zukunft auch noch den Rat fragen müssten, ob wir das Programm sperren dürfen bei Misswirtschaft. Das ist ein Witz. Also der Vorschlag geht überhaupt nicht. Die Verhandlungen drohen zu scheitern. Denn die deutsche Ratspräsidentschaft fürchtet das ungarische Veto. Dies lähmt die Debatte. Und es führt weiter dazu, dass das Wesentliche aus dem Blick gerät. Denn plötzlich werden die Grundwerte der EU wieder zur Verhandlungsmasse. Weil es um die Brüche der Rechtsstaatlichkeit geht. Ich habe es eigentlich auch mal wieder deutlich zu machen versucht. Das, was wir auf den Tisch gelegt haben, ist der Startpunkt für Verhandlungen. Verhandlungen bedeuten, man bewegt sich aufeinander zu. Und das bedeutet ja natürlich automatisch, dass wir uns auch von unserem ursprünglichen Vorschlag in Richtung Europäisches Parlament bewegen. Über die Werte, über die Grundwerte sind überhaupt keine Kompromisse möglich. Rechtsstaatlichkeit, was verbirgt sich denn dahinter? Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz, freie Medien, eine kritische Kultur, der Schutz von Minderheiten. Das ist nicht verhandelbar. Das ist universell. Und da darf man auch nicht einen Funken nachgeben. Nicht ein Jota. Es sind vor allem die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die in diesen Monaten dafür sorgen, dass das Thema Rechtsstaat nicht auf der Schlachtbank der Verhandlungsführer zerlegt wird. Nach 10 Monaten einigen sie sich mit der deutschen Ratspräsidentschaft auf einen Rechtsstaatsmechanismus. Einen Weg, die Demokratien in Europa zu schützen. Die Kämpfer für die Demokratie, so scheint es, haben sich endlich durchgesetzt. Über alle Parteigrenzen hinweg. Als dann der weiße Rauch aufstieg, waren wir natürlich happy. So, und dann bekam man dann irgendwann die Signale aus Warschau und aus Budapest. Wir sind damit nicht einverstanden. Polen und Ungarn zeigen sich im Schulterschluss und blockieren die im Europäischen Parlament erzielte Einigung. Sie wollen den Rechtsstaatsmechanismus unbedingt verhindern.
ihr Narrativ jetzt ist zu sagen, wir haben eine andere Geschichte, wir haben eine andere Kultur. Deswegen sind bei uns diese Werte einfach andere. Wir legen Rechtsstaatlichkeit anders aus als ihr. Ihr findet, Rechtsstaatlichkeit ist das, wir finden, Rechtsstaatlichkeit ist jenes. Und dann einigen wir uns irgendwo auf der Mitte. Das geht bei Werten nicht. Und wenn man sich nur auf diese Diskussion einlässt, ist man schon auf einer sehr, sehr abschüssigen Ebene. Das dürfen wir niemals zulassen. Niemals. Wird sich die EU so erpressen lassen und den Erpressern erlauben, den Kurs zu bestimmen? Hat sie realisiert, dass es allein 2 Staaten sind, die das Prinzip europäischer Solidarität in Frage stellen? Ich glaube, dass die Staats- und Regierungschefs sich über eins im Klaren sein müssen. In einer solchen Situation wird sich die Europäische Union nicht leisten können, vor Polen und Ungarn in die Knie zu gehen. Ich glaube, es geht ums Ganze. Ein Formelkompromiss wird es jetzt nicht mehr geben. Alle hier wissen, dass es in Polen und Ungarn immer wieder Angriffe auf den Rechtsstaat gibt. Dass dort die unabhängige Justiz unter Beschuss ist, die Medienvielfalt unterdrückt wird, der Staat die akademische Freiheit stranguliert und Minderheiten oft keinen Schutz genießen. All dies geschieht unter unser aller Augen. Hier geht es um die Basis unseres Europas, unserer Staaten, unserer Demokratie. Um nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Basis, auf die wir unsere Systeme gebaut haben. Es sind mittlerweile Länder, von denen wir geglaubt haben, sie sind ganz tief demokratisch gefestigt, wo man anfängt, die Unabhängigkeit der Justiz zu diskreditieren. Also, wenn nicht jetzt, wann dann, müssen wir sehr, sehr klar machen, auf welchen Werten wir fußen. Vor Feinden in den eigenen Reihen zurückweichen, um pandemiegeschwächten Ländern endlich helfen zu können? Es ist eine der schwersten Krisen der EU. Die deutsche Kanzlerin findet eine Einigung, um das ungarische Veto zu brechen, damit die Corona-Hilfen fließen können. Die Lösung? Der Rechtsstaatsmechanismus kommt, aber das Instrument wird zunächst auf Eis gelegt. Der Europäische Gerichtshof soll es prüfen. Das wird mehr als 1 Jahr dauern. Orbán hat Zeit gewonnen und kann damit seine Herrschaft weiter festigen. Wenn das Haus brennt, wie lange kann man mit dem Löschen warten? Ist es ein Kompromiss oder Kapitulation? Ich glaube, dass die Wähler und die ungarische Opposition die innenpolitischen Konflikte lösen müssen. Und ich arbeite auch daran, dass dies passiert. Doch die EU muss ihr eigenes Immunsystem gegen solche Herausforderungen stärken. Denn wenn die Mitgliedstaaten sehen, wie viel sie mit solch destruktiver Politik für sich selbst herausholen können, wird dies Schule machen. Und es werden lauter Viktor Orbáns in der EU heranwachsen. Lauter neue Viktor Orbáns, das ist die Gefahr. Kritiker sagen, der Kurs der deutschen Kanzlerin sei Appeasement mit den Autokraten. Ein faustischer Pakt. Er könnte Europa sprengen. Die Zähmung Orbáns kann nur in Etappen stattfinden, in langen Fristen. Ich weiß schon, das ist frustrierend für die Wähler, das ist frustrierend für den Bürger, das ist frustrierend für jeden, der sich damit beschäftigt, auch für mich. Aber die Europäische Union ist eben eine Maschine, die langsam, aber doch sehr effizient arbeitet. Ich glaube, es ist ein politischer Kampf, der stattfindet. Und das ist der über viele Jahre gehen wird. Und wir sind erst am Anfang. Hat die EU so viel Zeit? Oder macht das Modell Orbán, zum eigenen Vorteil auf das Gemeinwohl keine Rücksicht zu nehmen, vorher Schule? Die EU steht am Scheidepunkt.